Wie geht's euch? Ich bin Yuto aus Japan und wohne seit dem letzten Sommer hier in München, Deutschland. Ich habe auch früher zweimal, insgesamt ungefähr ein Jahr hier in München gelebt. Hier in meinem YouTube-Kanal möchte ich gerne euch über den Unterschied zwischen Japan und Deutschland und über die Schwierigkeiten und über die Probleme beim Deutschlernen für Japaner sprechen. Wer von euch war schon mal in Japan? Japan ist etwas weit von Europa, aber es gibt Direktflüge zwischen Städten in Europa und in Japan. Und in Japan gibt es sehr viele wunderschöne Sehenswürdigkeiten und viele leckere Sachen. Heute möchte ich euch gerne den Unterschied an Supermärkten zwischen Japan und Deutschland erzählen. Beim Einkauf im Supermarkt in Deutschland gibt es schon viele Unterschiede und viele Überraschungen für Japaner. Also, los geht's! Der erste Unterschied an Supermärkten zwischen Japan und Deutschland ist die Eingangstür. In Japan gibt es am Eingang des Supermarkts keine Tür. Aber in Deutschland gibt es da manchmal eine Eingangstür aus Metall. Das ist für Touristen aus Japan manchmal problematisch. Zum Beispiel, es gibt Touristen, die sich gerne im Supermarkt in Deutschland nur umschauen möchten. Das heißt, sie kaufen dort am Ende nichts. Dann haben sie keine Ahnung, wie sie aus dem Supermarkt herausgehen sollen, weil es am Eingang eine Tür gibt und der Sensor an der Tür Alarm schlägt. Das ist auch mal früher bei mir passiert. Als ich beim ersten Mal in Deutschland war, hatte ich auch keine Ahnung, wie ich ohne Einkauf aus dem Supermarkt herausgehen soll. Diese Situation hat mich zum Einkauf einer Kleinigkeit gezwungen und ich habe am Ende Süßigkeiten gekauft, obwohl ich sie nicht wollte. Was könnte passieren, wenn es dort keine Tür gibt? In Deutschland gibt es manchmal im Supermarkt eine Fleischtheke und eine Käsetheke und manchmal auch eine Meeresfrüchtetheke. Und da verkauft man viele verschiedene Fleisch, Käse und Fisch und Meeresfrüchte. Sowas gibt es in Japan leider sehr selten. Da an der Theke kannst du dich genaue Menge von Fleisch, Käse oder Meeresfrüchte bestellen. Zum Beispiel 370 Gramm Hackfleisch oder 250 Gramm Emmentaler Käse. Dazu kannst du auch die Verkäuferin oder den Verkäufer darum bitten, das Fleisch oder den Käse klein zu schneiden oder in Scheiben zu schneiden. Ja, das finde ich sehr praktisch. Im Supermarkt gehst du nach der Auswahl von der Ware zur Kasse und zahlst dort für deine Einkäufe. Das ist ja normal sowohl in Deutschland als auch in Japan. Aber in Deutschland oder überall in Europa gibt es dort Förderbänder und du musst selber drauf die Ware legen. Andererseits gibt es in Supermärkten in Japan an der Kasse kein Förderband. An der Kasse stellst du auf den Tisch oder auf die Theke der Kasse deinen Korb. Eine Kassiererin oder ein Kassierer scannt die Ware ein und legt diese von einem Korb in einen anderen Korb, damit die Ware als bezahlt klar erkennbar ist. In Deutschland und auch überall in Europa musst du direkt an der Kasse seine Einkäufe in Tüten sofort einpacken, damit der nächste Kunde sofort abgefertigt werden kann. Wenn du die Sachen zu langsam einpackst, muss der nächste Kunde manchmal etwas abwarten, bis du mit dem Einpacken fertig bist. Das ist ja schon wie ein Kampf. Du musst schon beim Legen von Waren aus Förderband über die Reihenfolge vom Einpacken nachdenken. Dann einpacken, während die Kassiererin oder der Kassierer andere Ware einscannt. Dann musst du am Ende sofort bezahlen, obwohl du mit dem Einpacken noch nicht komplett fertig bist. Viele Touristen aus Japan geraten dabei in Panik. Ich war schon vielmals in Supermärkten in Deutschland oder in Europa,
Dennoch gerate ich dabei immer noch ab und zu in Panik. In Japan gibt es immer hinter der Kasse Tische und du packst deine Einkäufe auf dem Tisch ein. Da kannst du langsam einpacken und über die Reihenfolge vom Einpacken in Tüten nachdenken. Ich meine, auch in Japan kann man normalerweise nicht nur in Bar, sondern auch mit Karte wie Kreditkarte bezahlen. Aber in Japan steckt der Kunde seine Karte nicht selber ins Kassenterminal ein, sondern eine Kassiererin oder ein Kassierer steckt die Karte vom Kunden ein. Andererseits steckt im Supermarkt in Deutschland der Kunde selber seine Karte ins Kassenterminal ein. Das heißt, wenn der Bezahlungsprozess fertig ist, muss der Kunde selber vom Terminal die Karte abnehmen. Was bei mir schon mehrmals passiert ist, dass ich nach der Bezahlung vergessen habe, meine Kreditkarte abzunehmen. Dann habe ich den Supermarkt ohne Kreditkarte verlassen und die Kassiererin oder der Kassierer hat mich schon in 10 Sekunden gesucht und mir gefolgt. Warum habe ich im Kassenterminal meine Kreditkarte vergessen? Natürlich, weil ich bei der Bezahlung wegen des Einpackens in Panik geraten bin. In Deutschland, vor allem in Bayern, sind die meisten Supermärkte spätestens schon um 20 Uhr geschlossen. Auch in den Städten wie München oder Nürnberg. Aber in Japan sind sie normalerweise bis 21 Uhr geöffnet und viele Supermärkte in Tokio sind bis gegen 23 Uhr geöffnet. Ab und zu sogar bis 0 Uhr oder 1 Uhr in der Nacht auf. Wenn alle Supermärkte in Japan auf um 20 Uhr geschlossen wären, wäre es etwas schwer, unter der Woche zum Supermarkt zu gehen, weil viele Leute in Japan bis 19 Uhr oder 20 Uhr, manchmal bis später Abend wie bis 22 Uhr arbeiten. Dann hat man Feierabend erst nachdem die Supermärkte geschlossen waren. Dazu sind die meisten Supermärkte in Deutschland sonntags geschlossen, während alle Supermärkte in Japan sonntags geöffnet sind. In Japan gibt es sehr viele Menschen, die sonntags einkaufen gehen. Deswegen sind Sonntage auch für Supermärkte sehr wichtig. Deshalb ist es für Japaner einfach unglaublich, dass fast alle Supermärkte in Deutschland sonntags geschlossen sind. Ich denke, das ist vor allem für Touristen schlimm, die nach Deutschland günstig reisen möchten. Touristen haben oft keinen Kühlschrank und können die frischen Lebensmittel nicht aufbewahren. Das heißt, Touristen, die im Hotelzimmer keinen Kühlschrank haben, müssen sonntags zum Restaurant essen gehen. Aber wenn die Öffnungszeiten kurz wie in Deutschland sind, können viele Angestellten von Supermärkten früh nach Hause gehen und sonntags frei nehmen. Also kurze Öffnungszeiten von Supermärkten können für die Menschen, die im Supermarkt arbeiten, ein Vorteil sein und für die Kunden oft ein Nachteil sein. In Japan gibt es normalerweise im Supermarkt Toiletten und sie sind natürlich kostenlos. Aber ich habe in Supermärkten in Deutschland bisher keine Toiletten gesehen. In größeren Supermärkten in Japan gibt es auch kostenlose Sitzgelegenheiten, wo du dein Essen verspeisen darfst. Ist das nur in Japan? Sowas habe ich noch nie in Deutschland gesehen. Du darfst dort normalerweise nur die Sachen essen oder trinken, die du im Supermarkt gekauft hast. Aber wenn du sehr großen Hunger hast, ist es praktisch, dass du dort sofort dein Essen verspeisen darfst. Zum Erstaunen vor allem und passenderweise bieten Supermärkte in Japan dort manchmal sogar kostenlosen Tee oder Wasser und eine Waschgelegenheit an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Abo und ein Like bitte. Ich freue mich über Ihre Kommentare auch.
Dann bis nächstes Mal. Bis bald. Matane.